Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ihr seht da hinten das Model Y stehen. Es geht ums Holiday Update und ich kann euch sagen, ich habe es noch nicht im Model Y. Es kam gestern raus, gestern Abend, wenn ihr euch erinnert. Und ich habe die Befürchtung, dass erstmal die viele Model 3 Fahrer ausgerollt werden und viele Model S und X Fahrer. Aber ich konnte uns ein Model 3 organisieren vom Heinrich, was mich sehr freut. Vielen Dank nochmal. Und wir werden da das Holiday Update mal anschauen. Ich habe schon ein bisschen die Emotionen des Forums, auch hier in Facebook und so, spüren können. Und nicht alle freuen sich. Das muss man echt sagen. Manche sagen, ach, das ist wieder Schnickschnack. Wer braucht bitte eine Regenbogenstraße als Visualisierung? Wer? So, und die anderen, die sagen wieder, ah, der Trip, die Trip-Anzeige, die jetzt neu wieder dazu gekommen ist, ist mega. Also von daher, ich glaube, wir müssen einfach drüber reden. Nach dem Intro geht's los. So, ihr Lieben, eins müssen wir auf jeden Fall festhalten. Das Holiday Update kam letztes Jahr viel zu spät. Das heißt, 24. Dezember war noch nichts mit Holiday Updates unterwegs und jetzt sind wir einfach mal eine Woche vorher. Das muss man einfach mal festhalten und ist wirklich cool, denn ist ja nicht selbstverständlich, dass wir immer jedes Jahr ein Holiday Update bekommen. Das muss man auch mal sagen. Im gleichen Atemzug habe ich natürlich eine schöne Liste für euch hier gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, wo ich mal alles so aufgeschrieben habe, was ich denke. Wir reden hier vom Matrixlicht, wir reden hier bis Dolby Atmos, wir reden hier bis Zoom, ob das jetzt hier bei uns dabei ist und so weiter. Also ist eine Riesenstange, Apple Music natürlich und sowas. Das gehen wir mal kurz durch. Ich versuche es knackig zu halten, dass das Video nicht zu lang wird. Und ich würde sagen, wir starten direkt auch mal mit meinem ersten Punkt durch, den ich hier habe, nämlich Apple Music. Ihr könnt jetzt hier nämlich seit neuestem auch auswählen Apple Music. Viele haben das von euch gefragt. Wir haben hier unten Spotify, das nutze ich zum Beispiel. Und jetzt können natürlich auch alle Apple Music Jünger das nutzen. Ganz einfach gemacht, sehr cool, mit einem QR-Code. Das heißt, ihr könnt euch hier den QR-Code registrieren und eure ganzen Playlists, eure ganzen Lieblingssongs sind dann schon direkt hier in der App drin. Also von daher schon mal ganz cool gemacht. Als nächstes hatte ich mir echt gewünscht, dass die Fahrer von neuen Teslas, die jetzt ab Oktober ihr Fahrzeug übernommen haben, die natürlich keine Ultraschallsensoren mehr haben, dass die eine Lösung bekommen für den aktuellen Wegfall der Hardware, muss man echt so sagen. Leider, das habe ich jetzt auch schon aus verschiedenen Quellen zu mir kommen lassen, dass es keinen Tesla Vision jetzt für euch gibt. Das heißt, dieses Update befähigt euch noch nicht, dass ihr die Einparkhilfe habt, wie wir sie normal jetzt mit Ultraschallsensoren kennen. Das ist ein bisschen schade, aber ich kann euch aufheitern, es soll wohl Q1 2023 jetzt kommen. Also ich bitte auch drum, weil ihr wisst, wie es ist. Das ist einfach blöd. Wenn man einparken will, Model 3 geht vielleicht noch. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt zum Beispiel Model 3 hintere Ansicht ist auch nicht so toll, wenn ich das mal so ein bisschen zeige. Model Y ist auch nicht so toll. Also das sind keine Fahrzeuge, wo man jetzt sagt, okay, hier, ich sehe jetzt alles, sondern da wäre so ein Ultra oder so, ja, einfach ein Feedback zum Gegenstand, der jetzt hier zum Beispiel da vorne ist, der Pfeiler, wäre schon nicht schlecht. Von daher, da müsste ich euch aber jetzt enttäuschen, das war im Holiday Update nicht dabei. Aber kommen wir mal zu was Tollen. Und zwar habt ihr jetzt hier einen kleinen Miniaturbildschirm. Ich scroll mal ein bisschen raus. Da seht ihr jetzt im Prinzip eure Media Player. Den könnt ihr auch größer machen, da könnt ihr eure Quellen auswählen, ganz normal. Und ihr könnt ihn auch verkleinern. Und ich habe es jetzt rausgefunden, wie ich ihn wieder herhole. Ich habe ihn jetzt komplett weggemacht. Und jetzt denke ich, scheiße, wo ist er jetzt hin? Und zwar seht ihr dann hier ein kleines Icon. Da klickt ihr drauf und dann poppt er wieder auf. Also von daher eine entspannte Sache. Und könnt ihr jetzt mal durchswipen. Dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel euren neuen, ja, was heißt neu? Euren Trip. Planner, da seht ihr, wie viele Kilometer ihr seit der letzten Ladung gefahren seid. Und wenn wir noch weiter rüber gehen, sehen wir sogar die Reifendrucksensoren. Das seht ihr hier in PSI, kann man umstellen auf Bar. Der Heinrich hat es jetzt hier in PSI angezeigt. Und ja, ist auf jeden Fall ein tolles Gimmick, was wirklich viele auch nachgefragt hatten von euch. Und Tesla, ich sag's immer wieder, Tesla hört euch. Die lesen auch in der Community mal durch und haben das jetzt wieder eingeführt. Das ist einfach toll. Für alle von euch, die Performance begeistert sind und Tesla Model Y fahren, kann ich euch sagen, ihr kriegt jetzt den Track Mode. Das bedeutet, ihr habt volle Kontrolle über die Verteilung der Kraft auf die Vorderachse oder Hinterachse. Im Prinzip kann man es vergleichen mit dem Track Mode vom Model 3 Performance. Das bedeutet, ich blende euch mal ein Bildchen ein. Das ist eine entspannte Sache. Und gerade jetzt, wenn ihr Schnee haben solltet, wir haben leider noch keinen, aber wenn ihr Schnee zum Beispiel in der Schweiz habt oder so, wisst ihr, was ich meine? Schön Feuer geben, das macht richtig Laune. Und es war lange Zeit so, dass der Track Mode im Prinzip nicht verfügbar war für das Model Y. Und jetzt ist er endlich da. Die Performance-Fahrer werden sich auf jeden Fall freuen. Sprechen wir mal hier drüber. Und zwar haben wir hier Lautsprecher, wir haben da vorne Lautsprecher. Also das ganze Fahrzeug hat einige Lautsprecher. Jetzt ist natürlich die Sache,
Es war mal auf Twitter im Raum, ob wir Dolby Atmos kriegen. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass wir es jetzt haben. Dolby Atmos ist im Prinzip, dass wir ein Surround-Feld haben, dass ja, Geschehnisse oder auch die Akustik sich einfach nochmal drastisch verbessert. Und können wir aber sagen, ist in dem Update leider nicht dabei. Vielleicht kommt es noch als Nachversion oder sowas. Oder man sagt, okay, man bevorzugt erstmal Model S und X Refresh oder Palladium. Wusstet ihr das? Also Palladium ist ja der Projektname von den Tesla Model S und Model X. Und vielleicht werden die bevorzugt und dann bekommen wir es irgendwann ausgerollt. Aber von der Hardware ist es auf jeden Fall machbar, dass wir Dolby Atmos hier reinbekommen. Ein anderes Feature, was sich auf jeden Fall auch jetzt mal einstellen lässt, und zwar, wenn wir auf Auto gehen. Ich habe zum Beispiel wirklich immer auf Auto, habe hier unten meine Kratzer eingestellt. Dann konnte ich nie, wirklich auch sehr selten, mal die Stärke des Gebläses einstellen. Wenn ich das gemacht habe, ist der immer in den manuellen Modus zurückgesprungen. Das ändert sich jetzt. Wir haben jetzt im Prinzip Minimum, Medium und High, also Maximum. Und das müsst ihr euch jetzt nicht irritieren lassen. Das sind zwar nur 3 Stufen, aber in den 3 Stufen gibt es nochmal Unterstufen. Also sagen wir mal 1 bis 3, 4 bis 6 und weiß nicht, 7 bis 9 oder sowas. Also das Fahrzeug stellt immer noch automatisch das ein, aber ihr könnt jetzt kategorisieren, ich will lieber ein bisschen weniger Gebläse haben oder mehr. Also das ist auf jeden Fall ein entspanntes Feature. Unter Thema Kino hat sich nichts geändert, aber wenn wir unter Arcade gehen, wo die ganzen Spiele sind, wo viele jetzt sagen, ach, das ist doch lächerlich, braucht kein Mensch, gibt es jetzt das neue Spiel Mahjong. So heißt das, ist eigentlich so chinesisch angedacht für Japan und China und das könnt ihr jetzt auch spielen. Ob man es braucht oder nicht, ist dahingestellt, aber ich kann euch sagen, bei den Model S und Model X Refresh Modellen, die haben ja nochmal eine viel stärkere Hardware eingebaut. Die haben zum Beispiel auch 16 GB Arbeitsspeicher drin, also an RAM. Das ist einfach heftig. Und was könnt ihr da jetzt machen? Da hat Tesla gesagt, passt auf Leute, wir installieren jetzt Steam für euch. Ich kenne das persönlich von meinem Windows-PC. Das Steam, für die, die es nicht kennen, ist im Prinzip eine Riesenplattform, wo ihr Spiele kaufen könnt und ja, wo auch euer Speicher bzw. ja, euer Spielstand online in der Cloud gespeichert wird. Und das gibt es jetzt bei den Model S und X-Fahrern, das ist absolut mächtig. Und ihr habt im Prinzip eine PlayStation 5 in eurem Display drin. Bei Model 3 und Model Y ist das leider nicht so. Vielleicht kommt da was in Zukunft, aber ich glaube einfach, die Hardware, die wir verbaut haben, der Prozessor und auch gerade den Arbeitsspeicher, der ist nicht ausreichend genug. Und ja, die Model S und X-Fahrer können sich da auf jeden Fall freuen. Das heißt, nehmt euren Controller, der ist Bluetooth, verbindet ihn mit dem Fahrzeug und habt einfach Spaß. Es ist sensationell. Wenn ich das Geld hätte, ehrlich, ich werde jetzt bald Plaid fahren und Model X Plaid und ich freue mich einfach wirklich. Es ist ein Traum und ja, wer einen fährt, den wünsche ich einfach viel Spaß bei Steam. So Leute, man muss fairerweise aber auch sagen, 2 Features, die nicht mit reingekommen sind. Und zwar erstens, was ich mir wirklich sehr gewünscht hätte, ich habe ja mal ein Video zu gemacht, ist die Schildererkennung. Schildererkennung, dass die einfach noch mal besser wird, gerade auf den Landstraßen so. Also sie hat sich schon verbessert, aber da ist noch Potenzial nach oben, was leider nicht umgesetzt wurde. Und was auch nicht dabei ist, wenn wir uns mal hier vorne ja, wie nennt man es, den Scheinwerfer anschauen, dann haben wir keine Matrixlichtfunktion. Das war auch so ein brennender Punkt. Ich sehe manchmal die Audis oder selbst ein VW ID3 hinter mir fahren und auf einmal, oh, denke ich, geht die Sonne auf oder was? Kommt ein dicker ein Lichtschwall an und überholt mich sozusagen. Und das ist Matrixlicht. Also das heißt, ihr werdet ausgeblendet und an der Seite geht ein Lichtschwall vor. Und da denke ich immer, ach, das hätte ich auch gerne im Tesla. Muss ich echt so sagen. Und wir haben ja hier die Linse hier hinten, die Projektion. Aber da kam leider kein Update oder eine Aktivierung. Schade. Wir haben natürlich hier drinnen auch eine Innenraumkamera. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist hier vorne die. Manche haben die abgeklebt, manche ist die offen. Bei meinem Y würde ich sogar sagen, ist die größer als hier beim Model 3. Auf jeden Fall. Fakt ist, ihr kennt ja Microsoft Teams, ihr kennt Zoom und Zoom sollte jetzt hier auch mit als App verfügbar sein. Das bedeutet, ihr könnt dann, wenn er steht, auch einen Call machen mit anderen über Kamera auch nutzen. Leider haben wir das nicht mit installiert bekommen. Ich weiß, in den USA ist es dabei, aber hier leider nicht. Fragt mich aber nicht, warum. Vielleicht hat es irgendwas Datenrechtliches zu tun. Ihr wisst, wie es ist. Das ist bei Tesla immer so eine Sache einfach. Wir haben es faktisch nicht dabei. Aber kommen wir zum nächsten Punkt und zwar könnt ihr trotzdem die Innenraumkamera nutzen. Wenn ihr zum Beispiel den Hundemodus anmacht oder den Wächtermodus, habt ihr ja im Handy, gucken wir gleich mal, wenn der Heinrich kommt, eine Ansicht, dass ihr ja die verschiedenen Kameras auswählen könnt. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass ihr jetzt endlich in den Innenraum schauen könnt. Das ist absolut sensationell. Wächtermodus ist aktiviert und ich habe jetzt hier mal die Innenraumkamera aktiviert. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich gucke mal gerade in die Kamera rein. Man muss echt sagen, es ist nicht schlecht von der Qualität und cooles Feature, gerade wenn ihr mal Kids drin habt oder
wie gesagt, wenn ihr auch mal ja, ein Hundi drin habt. Die Temperierung ist auch angegeben, wir haben gerade 11 Grad, also sensationell. Und die Bildqualität, okay, natürlich ist das WLAN jetzt nicht so optimal, aber wenn ihr das hier seht, das ist doch schon nicht schlecht. Ein Feature hat Tesla aber wieder eingebaut, und zwar, ich gehe mal hier auf die Spielekiste. Viele sagen jetzt, das ist Spielerei, aber gerade in der Weihnachtszeit, die jetzt kommt, da gibt es ja doch das eine oder andere Tesla-Treffen, wo dann Lichtspektakel ablaufen sollen. Dann seht ihr hier die Einstellmöglichkeiten auf die nächsten 10 Minuten. Und ja, könnt ihr dann alle in der Gruppe planen und euch das aussuchen. Wir haben jetzt hier 2 hinterlegt. Ihr könnt natürlich auch benutzerdefinierte Lichtspektakel übers USB-Slot reinladen, das ist kein Problem. Und ihr könnt sogar Lautstärke einstellen. Also das ist ein Feature, ja, viele sagen jetzt vielleicht, das ist Spielerei, aber gerade wenn es um Community geht, ist es, glaube ich, eine coole Sache, muss man echt sagen. Bei dem nächsten Feature, was Tesla jetzt eingeführt hat, ist, glaube ich, so eine Erneuerung, gibt es noch nicht in anderen Automarken, ist dieser Blinkheber hier. Ihr wisst, wir haben 2 Stufen. Einmal, wenn wir ganz leicht gehen, dann blinkt er 3-mal. Und einmal, wenn wir komplett runtergehen, geht er entweder aus, je nach Lenkradstellung, oder ihr macht manuell raus. So, Tesla sagt jetzt, passt auf, wir führen den automatischen Blinker ein. Das heißt, ich würde fast sagen, es ist mit Kamera basiert, und zwar werden die beiden Features jetzt zusammen gemacht, und bedeutet, ihr könnt im Prinzip jetzt den Blinker anschalten und Tesla erkennt die Situation und deaktiviert automatisch selbstständig den Blinker. Deaktiviert, nicht aktiviert. Es geht hier nur ums Deaktivieren, das ist ganz wichtig. Und ja, da wisst ihr auch Bescheid, könnt ihr mal einen Screenshot machen. Ist ein cooles Feature. Ich werde das auf jeden Fall, wenn das in mein Model Y kommt, auch mal ausprobieren. Da habe ich richtig Bock drauf. Und eine Spielerei, die jetzt Tesla eingebaut hat. Ihr könnt jetzt mobil im Prinzip furzen. Das bedeutet, ihr seht hier den Knopf, den könnt ihr bei euch hier über die, ich zeige euch, wie das geht. Da öffnet sich das Menü und da könnt ihr es auswählen und dann in eure Leiste oben reinschieben. Ich habe es schon oben gemacht und jetzt furze ich mal, passt auf. Also, Tesla, das ist Tesla. Das heißt, ihr seid jetzt in China oben zum Beispiel und könnt dann einfach über eure App euer Fahrzeug, wenn das zu Hause steht, zum Furzen bringen. Also Spielerei, ich weiß, aber irgendwie auch geil, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Spielereien bringen auch viele Leute einfach dazu, von einem herkömmlichen Benziner oder was weiß ich, Fahrzeug zu Tesla zu springen, weil sie sagen, diese Spielereien machen es aus, dass ein Fahrzeug einfach lustig ist, dass ein Fahrzeug innovativ ist und so weiter. Also da macht man bei Tesla auf jeden Fall nichts vor. Ich hätte mich persönlich aber trotzdem gewünscht, dass wir mal Schildererkennung vernünftig haben, dass wir vielleicht auch mal Matrixlicht haben oder auch gerade für die, die keine Ultraschallsensoren haben, dass da endlich mal Abhilfe kommt. Das wäre wichtig, das muss man echt so sagen. Wie findet ihr es? Sagt mir eure Meinung. Ganz wichtig, schreibt es in die Kommentare, und ich würde sagen, beziehungsweise im nächsten Video sehen wir uns wieder. Das wird dann mit Sicherheit ein Blade-Video sein.